Auch zur Pressekonferenz? Sie sagen es, Meister. Recht geschieht es beiden. Dem Liebling, genauso wie der Luxemburg und Deutschland hat, weiß Gott, jetzt andere Sorgen, Kollege. Wer diktiert Ihnen eigentlich Ihre Artikel? General Lüttwitz? Hauptmann Pabst? Oder der Dolchstoß-Legendenerfinder Karl Hefferich persönlich, Grabowski? Da fehlen noch ein paar. Sie Witzbold. Meine Herren, der Minister des Äußeren, Graf Brockdorff-Rantzau. Meine Herren, bitte nehmen Sie Platz. Die Deutsche Waffenstillstandskommission beginnt heute in Trier mit Vertretern der Entente Verhandlungen über eine Verlängerung des Waffenstillstandes. Aus diesem Anlass habe ich Sie gebeten, herzukommen. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich brauche Ihre Vermittlung, da mir sehr viel daran liegt, dem deutschen Volk zu sagen, dass wir keinen Grund haben zu verzweifeln, wenn wir in uns die Kraft finden, als einiges Volk zu den endgültigen Friedensverhandlungen zu gehen. Unsere Politik ist eine Politik der Versöhnung mit dem Ausland, eine Politik, die uns den echten, von edlem Odem durchfluteten Bund der Nationen bringen wird. Es bedarf aber einer wichtigen Qualität, um die Zugehörigkeit zu diesem Völkerbund zu erlangen: der sittlichen Bereitschaft und Überzeugung aller Beteiligten, nicht nur des deutschen Volkes. Außerdem kämpfen wir natürlich um einen endgültigen Sieg der Demokratie. Und diesen Sieg werden wir nicht erreichen können, wenn wir die kleinlichen Mittel des alten, gescheiterten Systems wie Intrigen und Vorzimmergeheimnisse weiter praktizieren. Endlich Herr Mann des klaren Wortes. Aufgrund der Nichterfüllung der vereinbarten Waffenstillstandsbedingungen, im Besonderen wegen verzögerter Ablieferung von 500 Lokomotiven und 1900 Waggons, fordert Marschall Foch nach wie vor eine Strafzusatzlieferung von 58.000 Stück landwirtschaftliche Maschinen, wie zum Beispiel Dampfflüge neueste Bauart, die Ablieferung sämtlicher U-Boote mit Einstellung des Baues von weiteren U-Booten, die Rückerstattung des aus Nordfrankreich und Belgien fortgeführten Materials innerhalb von 24 Stunden, die Unterstellung der deutschen Handelsflotte zum Zwecke der Lebensmittelversorgung Deutschlands und Europas. Die gesamte Handelsflotte? Wie stellen Sie sich das vor? Diese Flotte ist in privaten Händen. Es geht um die Versorgung Ihrer Zivilbevölkerung und Ihrer Frauen und Kinder. Und warum heben Sie nicht Ihre Blockade auf? Et pourquoi ne levez-vous pas votre blocus? Dann setzen Sie bei der Unterzeichnung des Artikels einfach folgenden Satz vor Ihren Namen, Herr Erzberger. Die deutsche Regierung nimmt von den Forderungen des Marschall Foch Kenntnis, erklärt aber, dass sie praktisch nicht durchführbar sind. Herr Reichskanzler! Herr Ebert! Sind Sie noch da? Schon wieder aufgelegt. Sattlergeselle, was wollen Sie? Aber kein Wort darüber, dass ich eine Fristverlängerung herausschlagen konnte. Und die Alliierten, die marschieren ein, wenn wir die Flotte nicht gestellen. Habe ich ihm doch gesagt, haben Sie ja gehört. Aber diese Regierung scheißt sich vor den Herrn Rädern in die Hosen. Jetzt wird unterschrieben. Und zwar ohne Wenn und Aber. Wo warst du bloß, Junge? Bei der Arbeit. Keine Angst. Ich habe nur noch Angst. Die Ermordung von Rosa und Karl schreit nach Rache. Junge, wer den Bruderkrieg anfängt, wie der Liebknecht und die Luxemburg, der muss damit rechnen, dass er umkommt. Ach, die Ermordeten sind schuld. Willst du das damit sagen, Mutter? Arbeitermörder sind's, diese Eberts- und Scheidemänner. Und so wird wieder Blut fließen und wieder und wieder? Wenn's nicht umsonst fließt, Mutter.
sittliche Überzeugung. Dass ich nicht lache. Ranzau und sittlich. Intrigen und Vorzimmergeheimnisse. Ich sag, der skrupelloseste Intrigant im gesamten Auswärtigen Amt. Wenn irgendetwas uns um jeden Kredit bringen muss, so ist es die schamlose Tartüfferie dieses Morphinisten. Wer soll an sie glauben? Wen soll sie täuschen? Etwa Wilson? Oder Lloyd George oder Clemenceau? Ranzau führt sich auf wie eine alte Kokotte, die sich und den anderen ihre Jungfernschaft einreden will. Sie reden von Fehlern dieser verzweifelt um das Wohl Deutschlands ringenden Regierung, deren einziger Fehler darin bestand, Sie zum Waffenstillstandskommissar ernannt zu haben. Sie hatten klare Order, nicht ohne Zusatz zu unterschreiben. Die gesamte Handelsflotte. Wissen Sie überhaupt? Sie wissen genauso gut wie ich, dass das deutsche Volk in längsten 2 Monaten verhungern würde, wenn ich nicht unterschrieben hätte. Weil Sie statt zu verhandeln klein beigegeben haben. Wenn Sie es besser können, bitte. Sie können die Verhandlungen gern weiterführen, Herr Minister. Darauf können Sie Gift nehmen. Was bildet sich dieser Kleinstbürger ein mit seiner Lehrerwampe und seinem Vollmondhintern? Kein Wunder, dass die Entente ihn nicht ernst nimmt. Er spricht kein Wort einer anderen Sprache. Was ist? Ist doch wahr, meine Herren. Arbeiterverräter sind das. Reg die doch nicht so auf, Junge. Ja, wenn du auch noch zu denen hältst. Iss, hier. Schon wieder Kartoffeln und Rüben. Was anderes habe ich nicht bekommen. Ich habe sowieso schon stundenlang in der Schlange gestanden. Und wir Idioten haben diese Verbrecher auch noch bewacht. Schießen sollte man die. Schau dich lieber nach Arbeit um. Wer weiß, wie lange Sie euch Matrosen noch wollen. Ich hab Arbeit, Mutter. Noch sind wir Regierungstruppe. Wir haben den Kaiser verjagt. Man hat uns gerufen und jetzt bleiben wir, bis die Revolution endgültig gesiegt hat. Das sind wir Karl und Rosa schuldig. Gott sei Dank sind am Sonntag Wahlen. Da muss sich das Ganze endlich beruhigen. Ach, beruhigen? Scheiß auf die Wahlen. Schon gelesen, die Damen? Die 10 Gebote zum Frauenwahlrecht. Erstens, du sollst aus dem unerwarteten und schweren Recht eine gewissenhaft erfüllte Pflicht machen. Zweitens, du sollst nicht der guten alten Zeit nachtrauern, in der es die Frauen so viel leichter hatten. Drittens, du sollst in der Politik nicht begehren deines nächsten Recht. Steht das wirklich da drin? Man glaubt es nicht. Viertens, du sollst den Mut der Überzeugung, aber nicht den Eigensinn des Fanatismus haben. Welcher Schwachkopf hat denn das geschrieben? Das steht leider nicht da. Freunde, das Wahlergebnis hat uns Sozialdemokraten nicht die erwartete Zustimmung gebracht. 38%. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen koalieren und unseren Genossen von der USPD ein Angebot machen. Nur über meine Leiche, Fritz. Und außerdem reicht's dann immer noch nicht. Trotzdem anbieten, die lehnen sowieso ab. Wir werden wohl oder übel Herrn Erzberger und sein katholisches Zentrum bitten müssen. Ja. Wir brauchen eine starke Regierung, die diesen ganzen Druck von den Alliierten, den Polen und den Bolschewisten aushält. Dann nehmen wir doch noch die Demokratische Partei zusätzlich mit ins Boot. Einverstanden. Philipp, du wirst Reichskanzler. Oder nennen wir es lieber Ministerpräsident des Reiches. Du, Gustav, wirst Reichswehrminister und du, Gustav Adolf, Fachminister. Und Erzberger machen wir zum Minister ohne Geschäftsbereich. Und du? Ihr wählt mich zum Reichspräsidenten. Reichspräsident, gut. Da wäre noch die Sache mit der Nationalversammlung. Berlin ist immer noch zu unsicher. Wir gehen nach Weimar. Das ist für mich beschlossene Sache. Dann sollten wir jetzt aber wirklich über unsere Gehälter reden. Ja. Sozialdemokraten. Alles Raffkes. Nur gierig. Ihre größte Sorge war die Höhe ihrer Gehälter. Weil sie ja jetzt die Verantwortung tragen und ihren Kopf hinhalten müssen. Weißt du, was Ebert, dieser Kleinbürger, als angemessenes Gehalt für sich betrachtet? 100.000 Goldmark im Monat. Und die kriegt er? Mein Vater verdient als Facharbeiter bei Borsig keine 250. 100.000 war sogar seinen Genossen zu viel. Aber die kriegt er jetzt immerhin noch im Jahr. Unglaublich. Das sind ja fast immer noch 8.500 im Monat. Noch einen, Igun, bitte. Und dazu kommen 500.000 Goldmark für die mit seinem Amt verbundenen Ausgaben. Und mit solchen Menschen müssen wir jetzt regieren.
Vollversammlung der Arbeiter- und Soldatenräte hat gestern den Antrag angenommen, einen gesamtdeutschen Rätekongress einzuberufen, da aus der Nationalversammlung eine ernste Gefahr droht und zu erwarten ist, dass die rätefeindliche Mehrheit in der Regierung versuchen wird, die Arbeiter- und Soldatenräte zu beseitigen. Damit wäre die Verfassung des neuen Deutschland auf eine bürgerlich-demokratische Grundlage ohne jeden proletarischen Einschlag gestellt und ein Bürgerkrieg zwischen der sozialdemokratisch-demokratischen Weimarer Regierung und einer Räteregierung, die einen Teil der Armee, uns Obleute und die Spartakusgruppe hinter sich hätte, kaum mehr vermeidbar. Also heißt es handeln. Die Regierung muss beseitigt werden, bevor sie zu regieren beginnt. Wer jetzt nicht Kommunist wird, hat die Zeichen der Zeit nicht begriffen. Wenn auch der Aufstand missglückt ist und sich Fehler an Fehler reitet, die Spartakisten sind stärker denn je. Sie haben nicht nur Waffendepots, Geld aus Russland. Sie haben etwas, was die weißen Mörder nicht haben. Ideale. Und den Mut derer, die nichts zu verlieren haben. Ich denke, Ihre neue Zeitschrift will gerade diese Ideale und alles, was den Deutschen bisher lieb und teuer war, in Grund und Boden treten, Herzfelde. Die abgelebten Ideale, Graf, um freie Bahn und frische Luft für neue Ideale zu schaffen. Deswegen Schluss mit dieser leicht zu kapierenden Lyrik von Heine und Rilke. Jetzt gilt es, Strom zu erzeugen. Elektrizität, die das Leben vorantreibt. In unserer neuen Zeitschrift wird aufgeräumt damit werden, dass Gedrucktes wahr ist. Gedrucktes muss zum Nachdenken führen. Wie viel brauchen Sie? Nicht mehr als 1000. Fürs Erste. Mehr nicht. Und wie wollen Sie Ihr Blättchen vertreiben? Durch Straßenverkäufer, Soldaten, Studenten. Wir haben überall unsere Leute. Dada ist politisch, kapiert? Geheimrat von Berger bittet um Rückruf. Er sagt, Bremen steht vor dem Bürgerkrieg. Sehr gut. Danke. Sie entschuldigen. Ich bitte Sie. Die Ereignisse überschlagen sich. Die Spartakisten haben die nach Weimar vorausgeschickte Ehrenkompanie des Regimentes Reinhards, die die Nationalversammlung beschützen sollte, entwaffnet. Und jetzt? Auf Noske war wieder mal Verlass. Ich habe noch niemals in der deutschen Politik, außer vielleicht beim Kaiser, ein solch erschreckendes Maß von Einsichtslosigkeit in alle tieferen Zusammenhänge gesehen. Aber deswegen wollte ich Sie nicht sprechen. Ein Glas Wein? Ein ausgezeichneter Nuit Saint-Georges. Gerne. Die Kommunisten planen den Aufstand nicht nur in Bremen. Sie haben ihre Vertrauensleute mit Militärverscheinen versehen ins ganze Land ausgesandt, um sie in kleinen Trupps von 2 bis 6 Mann nach Berlin zu überführen, um am 6. Februar zuzuschlagen. Für mich das Bratunglück. Sehr wohl. Hervorragender Wein. Und was haben Sie jetzt vor? Ich? Gar nichts. Das ist Sache unserer geschätzten Regierung. Aber Sie wollte ich bitten, die nächsten Tage zu Hause zu bleiben. Das ist nach meiner Erkenntnis die Lage. Ich bin strikt dagegen, mit der Sozialdemokratie weiter zusammenzuarbeiten. Herr Generaldirektor, wir brauchen die Sozis noch, bis Spartakismus und Bolschewismus endgültig beseitigt sind. Papst hat recht. Die Geschehnisse in Bremen sind der beste Beweis. Wieso, General Lüttwitz? Die Rätebanditen in Bremen haben in Verhandlungen mit unseren Truppen ihren Machtverzicht angeboten. Sie versprechen freie Wahlen. Das ist schlecht. Wahlen sind für uns Quatsch. Und sie wollen sogar ihre Waffen abgeben. Allerdings nur an den Hamburger Soldatenrat. Unsere Offiziere in Bremen sind geneigt, darauf einzugehen. Was? Sie müssen das sofort verbieten, General. Nicht mehr nötig. Unser Sozialdemokrat Noske hat es ihnen verboten. Er fordert die totale Kapitulation. Er weiß aber, dass die Bremer Bolschewisten das unmöglich können, wenn sie nicht jede Achtung ihrer Genossen verlieren wollen. Und so hat er und haben wir endlich einen Grund loszuschlagen und sie zu vernichten. So viel zu unseren Freunden von der Sozialdemokratie, auf die Sie verzichten wollen, Herr Hugenberg. Es widert mich aber trotzdem an, mit Ihnen zusammenarbeiten zu müssen. Nicht nur Sie. Der Tag wird kommen, an dem wir auch die Sozialdemokratie in den Ruhestand schicken werden. Außer Noske, der könnte uns als Diktator die Arbeiter bei der Stange halten. Und Ebert, eventuell. Mit dem kann man zumindest reden. Nein, nein, nein. Ich hasse Sie.
Genauso wie die Juden. Bei allem berechtigten Antisemitismus, Professor Helfferich. Auf jüdische Bankiers werden wir nicht verzichten können. Die Generaldirektoren Ottmar Strauß und Salomon Marx unterstützen uns bereits. Geld von Juden. Widerlich. Geld stinkt nicht. Das von Juden schon. Zum Kotzen. Wenn der Herr Generaldirektor mehr Geld von arischen Banken, vor allem von seiner Deutschen Bank, besorgen könnte, dann hätten die Herren sicher nichts dagegen. Leider ist der Geldfluss nicht so, wie wir es gerne hätten. Bei uns im Vorstand gibt es durchaus Bedenken. Im Vorstand der Deutschen Bank oder dem Ihrer deutsch-nationalen Partei, Herr Professor Helfferich? Leider in beiden. Warum diese Zurückhaltung aller Orten? Die Partei möchte offiziell nichts damit zu tun haben. Und inoffiziell? Sehr wohl. Wir wollen an die Macht. Trotzdem gilt es, Vorsicht walten zu lassen. Und zu der würde ich auch in Bezug auf Erzberger raten. Immerhin hat er meiner Verlobten aus Wiesbaden gerade einen Vakuumausweis besorgt. So konnte sie die von Franzmännern besetzte Zone verlassen und mich heiraten hier in Berlin. Persönliches sollten wir hier zurückstellen, Hauptmann Papst. Erzberger ist der größte aller Novemberverbrecher. Erzberger muss weg. Und wie ich Sie kenne, werden Sie dafür sorgen. Worauf wir trinken sollten. Und das, obwohl die Genossen in Bremen ihre Waffen abliefern wollten. Einfach zusammengeschossen. Wenn Noske und Ebert den Bürgerkrieg wollen, dann können und sollen sie ihn haben. Schmecken! Erste Abteilung! Halt! Meine Damen und Herren, die Reichsregierung begrüßt durch mich die verfassungsgebende Nationalversammlung der deutschen Nation. Besonders herzlich begrüße ich die Frauen, die zum ersten Mal gleichberechtigt in diesem Reichsparlament erscheinen. Meine Damen und Herren, es war die kaiserliche Regierung des Prinzen Max von Baden, der den Waffenstillstand einläutete, der uns wehrlos machte. Unerhört! Nach dem Zusammenbruch unserer Verbündeten und der wirtschaftlichen und militärischen Lage konnte sie nicht anders handeln. Konnte? Sie wollte nicht! Die Revolution lehnte die Verantwortung ab für die verfehlte Politik der alten Gewalten und den leichtfertigen Übermut der Militaristen, die das deutsche Volk ins Elend stürzten. Sie ist auch verantwortlich für unsere große Lebensmittelnot. Aber auch unsere Gegner hat der Krieg ungeheuer erschöpft. Aus dem Gefühl der Erschöpfung unserer Gegner entspringt der Gedanke, sich schadlos zu halten am deutschen Volk. Diese Rache- und Vergewaltigungspläne fordern den schärfsten Protest heraus. Man stelle uns nicht vor die verhängnisvolle Wahl zwischen Verhungern und Schmach. Auch eine sozialistische Volksregierung muss daran festhalten. Lieber ärgste Entbehrung als Entehrung. Jawohl. Im Vertrauen auf Präsident Wilson hat Deutschland die Waffen niedergelegt. Nun gebe man uns den Wilson Frieden. Kann dieser Ebert eine solche Hoffnung wecken? Im Gegensatz zu ihm habe ich die Zerstörungen in Frankreich und Belgien gesehen, die das deutsche Militär angerichtet hat. Ich war und bin noch immer dagegen, mit diesen Spießern zu regieren. Darf man nicht vergessen, dass Ebert auch Katholik ist. Das Gerede von der Gegenrevolution, das die Unabhängigen und Spartakisten führen, wäre nicht so unrichtig, wenn es jemals in Deutschland eine wirkliche Revolution gegeben hätte. Groß und Herzfelde sind da. 5 Minuten, ich muss nur diesen Brief schnell fertig diktieren. Sag ich Ihnen. Ihre Arbeit ist einfach fantastisch, Groß. Doch der Text.
Nehmen Sie es mir nicht übel, Herzfelde, aber statt Kreischen und Pathos wäre Witz und Farbe wohl das bessere Mittel. Meine Mitarbeiter wollen das aber so. Es gab richtig Revolte. Die glauben nicht an die Macht des Witzes. Nach Ansicht dieser Spartakistenhohlköpfe töten nämlich nur schwere Keulen, Graf. Sie sind eben deutsch durch und durch und völlig humorlos. Hören Sie nicht auf ihn. Muss ich, wohl oder übel. Ich bezahle das Ganze schließlich. Und da ich weder Sie noch Gross noch mich selber in Moabit hinter Gittern sehen möchte, muss ich Sie bitten, den Aufruf der bayerischen Räte gegen den Terror der Weißen nicht abzudrucken. Der Mäzener zu fördern und nicht zu raten, Graf Kessler. Moment, Herr Erzberger, ich muss das weitergeben. Die Alliierten fordern als Bedingung für die weitere Verlängerung des Waffenstillstandes die Räumung von Posen, eines großen Teils Mittelschlesiens und ganz Oberschlesiens von deutschen Truppen. Den Polen soll deutsches Gebiet ausgeliefert werden. Meine Herren, die Forderungen der Entente in ihrer jetzigen Form sind unannehmbar. Sie werden in der offensichtlichen Absicht gestellt, uns zu demütigen. Außerdem würde eine Annahme dem französischen Oberkommando die Handhabe bieten, uns jederzeit mit dem Hinweis auf irgendwelche Verfehlungen zu vergewaltigen. Ich schlage deshalb vor, die Bedingungen abzulehnen. Über die Folgen bin ich mir im Klaren. Aber das Vorgehen der Alliierten, dem sich Präsident Wilson leider angeschlossen hat, lässt uns keine andere Wahl. Es zwingt uns, die letzte Konsequenz auf uns zu nehmen. Den Einmarsch. Herr Erzberger, sind Sie noch da? Die Verbindung ist so schlecht. Graf Brockdorff-Rantzau plädiert für Ablehnung. Na, dann soll er doch. Und er kann auch gleich hier nach Trier kommen und die Verhandlungen weiterführen, wenn wir jetzt nicht unterzeichnen. Das haben Sie jetzt oft genug gesagt. Wer ist für Unterzeichnung? Unterzeichnen Sie. Und so ist auf die Lüttwitschen Truppen 100%iger Verlass. Schließlich nimmt der General von 200 Freiwilligen maximal 50. Auf Clemenceau wurde ein Attentat verübt. Und dass er überlebt hat, leider, wissen wir bereits. Ich sagte gerade, dass wir den Generalstreik dank der Korps von Reinhardt und Lüttwitz ruhig entgegensehen können. Wirklich erstklassiges Menschenmaterial. Exzellenz. Hauptmann Papst. Ich freue mich, den größten Feldherrn des Weltkriegs auf deutschem Boden begrüßen zu dürfen. Na, wollen wir hoffen, dass andere sich weniger freuen. Scheidemann hat Sie gestern einen Hasardeur genannt. Ich habe nie kapituliert. Alles Lüge. Darf ich vorstellen? Hauptmann Fluck Hartung. General Ludendorff? Er und die Männer unserer Stabseskadron stehen Ihnen als Leibwache zur Verfügung. Danke. Die größte Dummheit der Revolutionäre war es, dass sie uns am Leben ließen. Wenn ich wieder an die Macht komme, dann gibt's kein Pardon. Mit ruhigem Gewissen würde ich Ewart Scheidemann und Genossen aufknöpfen lassen und baumeln sehen. Ganz Ihre Meinung, Exzellenz. Aber zuerst müssen wir weiter mit diesen Sozis paktieren, bis die Spartakisten endgültig besiegt sind. Na, dann haben Sie ja schon beste Vorarbeit geleistet. Wo bin ich untergebracht? Hotel Adlon. Aber da logiert doch auch die interalliierte Kommission. Im Auge des Orkans wird sie keiner vermuten. Außerdem haben wir neue Pässe besorgt. Sie heißen jetzt Newman. Charles Newman. Ich und ein Brite, originell. Genossen, Brüder, der Generalstreik ist aufgerufen. Alle Arbeiterparteien, sogar die SPD haben zugestimmt. Los, schließt euch uns an! Guten Appetit, ihr Herren. Warum wollen Sie dem Gedanken nicht folgen, Graf? Weil das Träumereien sind, Kassierer. Unsere Aufgabe ist es, die Bourgeoisie zu revolutionieren. Für das Proletariat sind wirklich genügend da. Sie sind einer von uns, nicht von denen.
Also langsam kann man sogar hier nicht mehr essen. Dafür ist der Riesling ganz ausgezeichnet. Angesichts der stagnierenden Lage ist es wohl das Beste, sich zu betrinken. Es gibt genügend davon. Gustav? Sie sehen die Lage nicht richtig. Der Völkerbund, von dem Präsident Wilson träumt, ist zum Scheitern verurteilt. Nicht ein Staatenbund, ein Interessenbund. Ein Bund von Organisationen muss geschlossen werden. Mit einem wirklichen Sozialismus als Fundament. Einem Sozialismus der großen Besitzer, in dem sich Großgrundbesitzer, Großhandel und Großbanken zusammenschließen. Wenn ich das meinen Genossen erzähle, tolle Idee hat der Rote Graf. Ein Sozialismus des Besitzes. Die werden sie auf den Schultern tragen. Aber im Grunde sind sie ein verkappter Bolschewist. Also, was hält uns noch davon ab, gemeinsam eine Partei zu gründen? Meine Frau könnten Sie sofort für einen solchen Unsinn gewinnen. Wo ist die verehrte Gnädigste überhaupt? Die verehrte Gnädigste betrügt uns zurzeit in München mit dem roten Ernst Toller. Auf die Liebe. Ist das nicht General Ludendorff? Ja. Tatsächlich. Ich dachte, der feine Herr sitzt in Schweden. Und wer sind die anderen? Hauptmann Papst und Oberst Reinhardt, Freikorpsführer, General Lüttwitz, der den Oberbefehl über Freikorps und Reichswehr hat, Hugenberg, Generaldirektor der UFA, Helferich, Direktor der Deutschen Bank und Kreuzzeitungsherausgeber und von Berger, Chef der preußischen Geheimpolizei. Creme de la Creme der Reaktion, lieber Max. Was die da wohl für ein Süppchen kochen? Ein rechtes Kassierer, in das wir schnellstens hineinspucken sollten. Sie sind es tatsächlich, meine Herren. Habe ich mich doch nicht getäuscht. Ah, Ritter von Berger. Jetzt sagen Sie bloß, Sie haben Ludendorff als Kriegsverbrecher verhaftet. Helden verhafte ich prinzipiell nicht, Herr Kassierer. Aber Sie laufen Gefahr, verhaftet zu werden, weil Sie als Großbürger eine kleinbürgerliche Revolution für eine proletarische halten. Darf ich? Unfassbar. Noske. Der Herr Revolutionsminister, aber trotzdem noch immer beim Volk beliebt. Weiß nicht, dass der Militarismus auch ihn hinwegfegen wird. Weiß nicht, dass hier Mächte am Werk sind, alles Schlechte und Alte zu konservieren und einer barbarischen Schicht wieder auf die Beine zu helfen. Der spartakistische Mob regiert Berlin. In Lichtenberg wurde der Polizeipräsident und 149 weitere Polizeibeamte viersch ermordet. Woher Sie immer alles wissen? Ich habe Drähte bis in die höchsten Instanzen. Bewundernswert. Wo waren wir? 149 Polizeibeamte. Wenn der Vorwärts 60 schreibt, sind es bei uns mindestens doppelt so viele. Na, wie viele waren es denn wirklich? Einer. Also, 149 Polizeibeamte, viersch ermordet. wie lange will diese demokratische Regierung noch zusehen? Jede Person, die mit Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. Aber das bedeutet Gefangenentötung. Not kennt kein Gebot, Herr Reichswehrminister. Wach auf, Junge. Die wollen euch auszahlen. Hier. Die amtliche Verrechnungsstelle fordert die Matrosendivision auf, ihren ausstehenden Lohn abzuholen. Zeit war's. Französische Straße 32. Der schönste Tag seit langem, Genosse. Ne? Soll das? Regierungssoldat wie ihr. Meuterer seid ihr, Gesindel, aber keine Soldaten. Ich habe einen Regierungsausweis.
Jede Person, die mit Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. Seid ihr wahnsinnig? Feuer! Die Freiheit, das Organ der Unabhängigen, berichtet über einen noch schärferen Schießbefehl des Hauptmanns Papst und seiner Garde-Kavallerie-Schützendivision. Ich zitiere: Wer sich mit Waffen widersetzt oder plündert, gehört sofort an die Wand. Ferner sind aus Häusern, aus welchen auf die Truppen geschossen wurde, sämtliche Bewohner, ganz gleich, ob sie ihre Schuldlosigkeit beteuern oder nicht, auf die Straße zu stellen, die Häuser in ihrer Abwesenheit nach Waffen zu durchsuchen, verdächtige Personen, bei denen tatsächlich Waffen gefunden werden, zu erschießen. Ist dieser Befehl tatsächlich ergangen, Genosse Noske? Und weiter, ist es richtig, wie die Freiheit weiter berichtet, dass daraufhin Menschen rein auf Verdacht erschossen wurden? Die Fälle sind noch nicht aufgeklärt. Allerdings sind die Missetäter auf der anderen Seite. Eine gar zu strenge Nachforschung nach Übergriffen der aufs Höchste gereizten, nach den Geboten der Notwehr gehorchenden eigenen Truppen wird von diesen als ungerecht empfunden werden und kann für die Bereitwilligkeit der Truppen, die ihr Leben häufig in Straßenkämpfen mutig wagen, schlechte Folgen haben. Ich bitte trotzdem, jeden Fall einzeln untersuchen zu lassen. Das ist bereits geschehen. Und? Wie viel von der Gegenseite sind tot? 1200. 1200 in einer Woche? Und bei unserer Truppe? 70. Ich bitte darum, Genosse Noske, dass du dir in Zukunft solche von der Truppe eigenmächtig verschärften Befehle vorher zeigen lässt. Nächster Punkt der Tagesordnung. Noske. Dieser Kleinbürger in seinen gelben Schuhen verkündet in einer schnurrbartschnauzenden Rede den Sieg über den proletarischen inneren Feind. Widerwärtig. Jeder geistig und ethisch anständig denkende Mensch muss dieser so leichtfertig und frech mit dem Leben ihrer Mitbürger spielenden Regierung den Rücken kehren. Die letzten 8 Tage haben durch ihre Schuld einen in Jahrzehnten nicht wieder zu heilenden Riss in das deutsche Volk gebracht. Hier sind Sie, Graf. Sie haben Herzfelde verhaftet. Recht so. Ich habe ihm dringend abgeraten, aber er musste den Aufruf der bayerischen Soldatenräte gegen den Terror der Weißen Garden ja unbedingt veröffentlichen. Dieser Dummkopf. Der Dummkopf braucht aber jetzt Ihre Hilfe. Ich weiß. Aber mit meinem Geld wird Ihr Bruder keine Spartakus-Zeitschriften mehr verlegen. Ja, Frau Wölke. Rein da! Ich wundere mich über uns schon seit Jahren, Graf. Sie können mich nicht leiden, ich Sie auch nicht besonders. Und trotzdem ist es mir jedes Mal ein Vergnügen, Ihnen behilflich sein zu können. Ihr Kassler, Herr von Berg. Es starrt ja geradezu vor Fett, regelrecht zum Kotzen. Wie Sie meinen? Was fällt ihm ein, ihm Hundsfott? Was mir einfällt! Für den Tod Hunderter verantwortlich sein und über Stressen reden! Sich über Fett beschweren, wo Hunderttausende Hunger sterben!
Meinen Sohn umbringen! Keinen Pfennig Trinkgeld geben! Gustav, bitte! Er war mein einziger Sohn! Du Sackgesicht! Mein einziger! Hat den Krieg überlebt und stirbt! Weil so ein Drecksack wie du! Schluss jetzt! Ja. Schluss. Das ist auch gut so. Nach diesen Tagen in diesen Mauern wird es mir nie wieder möglich sein, einen leichten Ton in meinem Blatt anzuschlagen. Ihr Blatt wird nicht mehr erscheinen, Wieland. Wenn ich Ihnen beschreibe, wie die rechte Soldateska da drinnen foltert, mordet und schändet. Bestien sind das. Völlig entmenschlicht. Dann werden Sie nie wieder von der Macht des Witzes reden und mir noch 10 weitere Blätter finanzieren. Meine Herren, der vorgelegte Bericht der Regierungskommission belegt, dass das Deutsche Reich im August 1914 maßgeblichen Anteil am Ausbruch des Krieges hatte. Der Kaiser und der damalige Reichskanzler haben Österreich förmlich in den Krieg hineingetrieben. Wir müssen diese Sünden der alten Regierung aufs Schärfste verurteilen, müssen die Haltung der neuen Regierung in einer Denkschrift niederlegen, einen Staatsgerichtshof bilden, der die Schuld der maßgebenden Personen am Krieg feststellt. So sehr ich für die Veröffentlichung bin, die kann uns bei den Verhandlungen nur helfen. Darf man die Schuldfrage auf keinen Fall von der schmalen Plattform der letzten Wochen vor dem Krieg aussehen. Die Sache ist komplizierter. Ich bin absolut gegen eine Veröffentlichung. Die Dokumente geben ein einseitiges, für Deutschland ungünstiges Bild. Sie betreffen nur, wie mein Parteikollege Erzberger ausführte, die letzten Abschnitte vor Kriegsbeginn. Aber die Einkreisungspolitik Englands und die Revanchepolitik Frankreichs müssen auch berücksichtigt werden. Aber wir könnten doch argumentieren, dass wir dieses Material nicht gekannt haben, deswegen nicht verantwortlich sind und das alte System restlos beseitigt haben. Ein Schuldbekenntnis nimmt unserem Volk die letzte Selbstachtung und lässt unsere Gegner triumphieren. Das wäre dann der zweite Keulenschlag, nachdem die Bevölkerung erstmal verdauen musste, dass Deutschland den Krieg verloren hat, obwohl unsere Truppen noch weit im Feindesland standen. Als Ministerpräsident schlage ich vor, von einer Veröffentlichung des Berichtes abzusehen. Wer stimmt mir zu? Na dann, wir müssen. Nationalversammlung, Haushalt, Nachtragssitzung. J'arrive. Geht bei Ihnen die Heizung auch nicht? Sie sagen es. Unerhört. Ich habe mich beschwert, aber der Portier behauptet, er könne mein Französisch nicht verstehen. Das soll Kaffee sein. Und das da Brot und nicht mal Butter. Denen geht's auch nicht viel besser als uns. Das glauben Sie doch selber nicht. Das ist reine Schikane. Und dieser Palisadenzaun ums ganze Hotel. Hätten Sie uns ja gleich in die Bastille bringen können. Bastille, Herr Abgeordneter. Sag ich doch. Sollen Sie doch einmarschieren.
Ich habe sowohl den einen als auch den anderen Redeentwurf gelesen, Herr Minister. Und ich muss Sie dringend ersuchen, keine dieser Reden zu halten. Damit würden wir unsere Gegner nicht nur provozieren, sondern jedes Verhandlungsgespräch unmöglich machen. Und genau das will ich erreichen. Ich heiße nämlich nicht Erzberger wie Ihr Zentrumskollege, sondern Brockdorff-Rantzau. Und ich denke nicht daran, mich von Clemenceau und Konsorten zum Angeklagten machen zu lassen. Es ist offen. Sie werden es nicht glauben, Graf. Was? Clemenceau will uns sehen. Nach 11 Tagen. Unverschämtheit. L'heure est venue du lourd règlement de compte. Die Stunde der Abrechnung ist da. The hour of weighty reckoning has come. Vous avez demandé la paix. Nous sommes à votre disposition pour vous l'accorder. Sie haben um Frieden gebeten. Wir sind geneigt, ihn Ihnen zu gewähren. You have sued for peace. We are inclined to accept. Meine Herren, wir sind tief durchdrungen von der erhabenen Aufgabe, die uns mit Ihnen zusammengeführt hat, der Welt rasch einen dauernden Frieden zu geben. Plus fort. Parlez plus fort. Je comprends rien. Le Président Clemenceau ersucht Sie lauter zu sprechen. Wir wissen, dass die Gewalt der deutschen Waffen gebrochen ist und kennen die Wucht des Hasses, die uns hier entgegenschlägt. J'ai demandé de parler plus fort. Lauter bitte. Es wird von uns verlangt, dass wir uns als die Alleinschuldigen an diesem Kriege bekennen. Ein solches Bekenntnis aus meinem Munde wäre eine Lüge. Vous exigez que nous acceptions l'entière responsabilité de cette guerre. Un tel aveu serait un mensonge. We are required to acknowledge our sole responsibility for this war. Such an acknowledgement on my lips would be a lie. Ich hätte gar nichts sagen sollen. Die Bedingungen standen alle vorher fest. Aber aufstehen hätten Sie wenigstens können. Die ganze Welt schaut auf uns. So, Reiders. Und hier Artikel 87. Deutschland erkennt die Unabhängigkeit Polens an. Artikel 100. Deutschland verzichtet auf Schlesien, Westpreußen und Polen. Das Heer wird auf 100.000 Mann reduziert. Die Wehrpflicht wird abgeschafft. Deutschland verzichtet auf seine Kolonien. Deutschland für alle Verluste und Schäden verantwortlich. Bis zur Ausführung bleiben die Gebiete westlich des Rheins besetzt. Jeder einzelne Artikel eine Demütigung. Und Sie meinen, ich hätte meine Rede nicht halten sollen. Eine Unverschämtheit ist das! Guten Abend, meine Herren. Meine Herren, ich bin besoffen. Es mag proletarisch sein, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Wenn ich die Kerls vor mir hätte, die mir da heute Nachmittag gegenüber saßen, den Wilson, den Lloyd George oder den Clemenceau, ich würde sie an die Decke schmeißen, dass sie kleben blieben. Das sage ich Ihnen. Wenn diese Kerls glauben, dass sich die deutsche Arbeiterschaft jahrzehntelang für diese Kapitalistenbande schinden wird, dann irren sie sich. Gänse rauschen durch die Nacht. Mit schrillem Schrei nach Norden. Unstete Fahrt, hart, acht, hart, acht. Die Welt ist voller Mord. Ja, Eber. Keine Nachricht aus Versailles. Dann fragen Sie in der Zentrale nach. Deutschland kann noch vieles leisten. Nobelpreis für Max Planck. Ganz meine Meinung. Albert Einstein hat ihn so gut wie sicher. Ein Deutscher hat den Arbeitern aller Länder den wissenschaftlichen Sozialismus geschenkt. Wir sind auf dem Wege, der Welt nochmal sozialistisch voranzuschreiten. Sozialistisch? Wir können auch nicht darauf verzichten, die ganze deutsche Nation im Rahmen eines Reichs zu einigen. Wir müssen annehmen, sonst zerfällt es. Fritz, herzlichen Glückwunsch zur silbernen Hochzeit. Danke, Gustav Adolf. Und meine Freikorps gehen keinesfalls raus aus Lettland. Keinesfalls.
Freikorps. Die Entente will 200 Millionen für Lebensmittel. Niemand beleidigt mir diese Männer, die fürs Vaterland... Und immer noch kein Telegramm vom Proctor Franzow. Bedauere. Ach, dann schließe ich jetzt die Sitzung. Herr Minister! Herr Minister! Eine Nachricht aus Paris! Herr Erzberger? Herr Erzberger! Ein Telegramm von Proctor Franzow. Die Friedensbedingungen der Entente übertreffen unsere schlimmsten Befürchtungen. Die Deutsche Nationalversammlung ist heute zusammengetreten, um am Wendepunkt im Dasein unseres Volkes Stellung zu nehmen zu dem, was unsere Gegner Friedensbedingungen nennen. Alle sind erschienen, bis auf die Elsass-Lothringer, denen man das Recht, hier vertreten zu werden, schon genommen hat. Und wenn ich in ihren Reihen Kopf an Kopf die Vertreter aller deutschen Stämme sehe, besonders die Erwählten vom Rheinland, vom Saargebiet, von Ost- und Westpreußen, Posen, Schlesien und von Danzig und von Memel, die, wenn der Wille unserer Gegner durchgesetzt wird, zum letzten Mal als Deutsche unter den Deutschen tagen sollen, dann sage ich, wer uns zu trennen versucht, der schneidet mit mörderischem Messer in den lebendigen Leib des deutschen Volkes. 60 Millionen hinter Stacheldraht und Kerkergittern. Unsere Gegner haben nichts vergessen, aber alles zugelernt, was Vernichtung und Zerstörung heißt. Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in Fesseln legt? Dieser Vertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unannehmbar. Ich habe Sie beschworen, das Wort unannehmbar nicht zu gebrauchen. Die Worte unerträglich und undurchführbar hätten genügt. Jetzt sind wir total festgelegt. Das ist ein Mordplan und daher unannehmbar. Sehr richtig. Meine Herren, es gibt wohl kaum einen traurigeren Anlass für einen Patrioten, seinen 50. Geburtstag zu feiern, als diesen. Wir alle hier sind nach Versailles in der Hoffnung gekommen, dass uns ein auf vereinbarten Grundlagen aufgebautes Friedensangebot gemacht werden würde. Wir hofften auf einen Frieden des Rechts. Stattdessen stehen wir mit Entsetzen vor den Forderungen eines siegreichen Gegners. Diese Forderungen übersteigen die Kraft des deutschen Volkes. Deshalb möchte ich auf die Kraft unseres Volkes trinken. Und auf die Ihre und ein langes Leben. Und wer im Mai geboren ist, Steh auf, steh auf, steh auf. Er nehm sein Glas vom Tische auf und trink es fröhlich aus darauf. Und trink es fröhlich aus. Und trink es fröhlich aus. Danke, meine Herren. Das ist uns durchaus bewusst, Herr Minister. Ich will den Reichspräsidenten sprechen. Herr Ebert hört mit. Und das Kabinett hört, was ich sage. Herr Reichspräsident, ich habe der Gegenseite unsere Vorschläge unterbreitet. Wiederaufbau von Nordfrankreich und Belgien, Reduzierung des Heeres auf 100.000 Mann, Zahlungen von 100 Milliarden Reichsmark in Gold. Aber dann ist Schluss. Es ist damit zu rechnen, dass diese Vorschläge abgelehnt werden. Und dann müssen wir unterzeichnen. Denn nur dann hört der Kriegszustand auf und die Blockade wird beseitigt. Sie haben einfach kein Ehrgefühl. Darauf ist gepfiffen, wenn die Menschen wieder zu essen haben, die Industrie in Gang kommt und der Export. Außerdem verliert der Bolschewismus an Werbekraft.
Gebe allerdings zu, dass dann ein Putsch von rechts gegen die Regierung nicht ausgeschlossen ist. Und den haben Sie dann zu verantworten, denn Sie haben diesen Mist ausgehandelt. Und dass die internationale Kommission diktatorische Gewalt über unser Volksleben erhält und deren Befugnisse weit über die hinausgehen, die der Kaiser und der Reichstag je zusammen besessen haben, das haben Sie ausgehandelt. Wir warten jetzt die Antwort der Alliierten erst mal ab. Ich appelliere nochmals an Sie. Wird der Friede nicht unterzeichnet, haben wir wieder Krieg. Die Alliierten rücken in breiter Front vor. Nord- und Süddeutschland werden getrennt. Die Blockade wird verschärft, die Bevölkerung nach Kriegsrecht behandelt. Es kommt zu Hungersnöten, Plünderungen, Mord und Totschlag. Deutschland wird atomisiert. Ich schließe mich Erzberger im Wesentlichen an. Zumal die Haltung unserer Truppen immer unsicherer wird. Auch ein zerrissenes Deutschland wird sich wieder zusammenfinden. Dieser Vertrag ist für mich ein Fetzen Papier, den ich nicht unterzeichnen werde. Ich habe dies öffentlich erklärt und dabei bleibe ich. Die Anerkennung der alleinigen Kriegsschuld und die Auslieferung des Kaisers und der militärisch Verantwortlichen kann Deutschland nie unterzeichnen. Aber eine Nichtunterzeichnung bringt doch keine Abwendung des Übels, sondern nur das Chaos. Die Unterzeichnung bringt auch das Chaos. Das ist unannehmbar, ist maßgebend. Aber wir müssen uns einigen. Wenn man durch Gewalt zur Unterzeichnung gezwungen wird, so begeht man keine Unwahrhaftigkeit. Man muss nur sagen, dass man der Gewalt weicht. Die Deutschen sind es, welche als Erste die giftigen Gase benutzt haben. Sie sind es, welche mit den Bombardements durch Flieger und der Beschießung von Städten ohne militärische Gründe den Anfang gemacht haben. Sie sind es, die den Unterseebootkrieg begonnen haben. Sie sind es, die sich gegenüber den Kriegsgefangenen, welche sie gemacht haben, eine barbarische Behandlung erlaubt haben, vor welcher die Völker unterster Kulturstufe zurückgeschreckt wären. Das Verhalten Deutschlands ist in der Geschichte der Menschheit fast beispiellos. Die schreckliche Verantwortlichkeit, die auf ihm lastet, lässt sich in der Tatsache zum Ausdruck bringen, dass wenigstens 7 Millionen Tote in Europa begraben liegen, während mehr als 20 Millionen Lebende durch ihre Wunden und Leiden davon Zeugnis ablegen, dass Deutschland durch den Krieg seine Leidenschaft für die Tyrannei hat befriedigen wollen. Die Alliierten fordern daher von der deutschen Delegation binnen 7 Tagen, den Vertrag in seiner heutigen Gestalt und ohne Abstriche zu unterzeichnen. Bei Nichtunterzeichnung gilt der Waffenstillstand am 23.06.1919 um Mitternacht als beendet. Gezeichnet Vorsitzender der Internationalen Friedenskonferenz, Georges Clemenceau. Liebe Freunde und Genossen, ich begrüße zunächst die heimgekehrte Delegation aus Versailles und heiße Sie in der Heimat herzlich willkommen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie versucht haben, Ihr Möglichstes für unser Vaterland und unsere Volksgemeinschaft zu tun. Wenn die Front in der Heimat geschlossen geblieben wäre, hätten wir es wohl auf eine Ablehnung ankommen lassen können. In dem Augenblick aber, als durch eine Indiskretion bekannt wurde, dass das Kabinett gespalten ist, war die Partie verloren. Jawohl, verloren. In der französischen Presse kursieren bereits die Namen der Minister, die für die Unterzeichnung sind. Es ist jetzt Aufgabe der Regierung, sich damit abzufinden. Ich für meine Person bin bereit, aus dieser Situation die letzten Konsequenzen zu ziehen. Und wie meinen Sie das, Herr Reichspräsident? Werden Sie unterzeichnen, zurücktreten, kämpfen? Unklarer geht's nicht, Fritz. Erzberger hat Sie anscheinend umgedreht. Ich bitte nur, mit derselben Stecherei aufzuhören und abzustimmen. Wer ist für die Annahme der Bedingungen? Wer ist dagegen? Und Sie, Graf? Als Reichspräsident stelle ich fest, das Kabinett ist entscheidungsunfähig. Meine Herren, Sie wissen, ich bin gegen die Unterzeichnung. Aber wir sind hier zusammengekommen, um die militärische Lage festzustellen. Wir haben noch genau 4 Tage Frist. Danke, Herr Kriegsminister. Die Disziplin der Truppe im Osten ist gut. Die Bevölkerung fürchtet allerdings polnische Repressalien. General Lüttwitz, ich muss unterbrechen.
In dem Punkt haben die Alliierten nachgegeben. Oberschlesien soll nicht bedingungslos abgetreten werden, sondern es gibt eine Volksabstimmung und die gewinnen wir. Meine Frage lautet jedoch, kann meine Regierung mit der Truppe rechnen, wenn sie den Frieden annimmt? Die Truppe wird einen Befehl zur Räumung der ihr anvertrauten Gebiete nicht ausführen. In diesem Fall wird es zum Kampf mit den Franzosen kommen. Ich habe Sie gewarnt vor diesem Kriegsrat. Der Kaiser hätte nie mit seinen Generälen verhandelt. Aber Sie? Die Nationalversammlung wird sich wahrscheinlich für die Unterzeichnung aussprechen. Das Zentrum ist in seiner Mehrheit dafür. Wir Sozialdemokraten auch. Im Kabinett steht es halb-halb. Es wird vermutlich zurücktreten. Ich frage nochmals, kann ich mich auf Sie verlassen? Bevölkerung und Truppe sind der Ansicht, dass jetzt gekämpft werden muss. Die Entente ist uns inzwischen 10-fach überlegen. Militärischer Widerstand ist frühestens östlich der Elbe möglich. Wir müssen dazu in kürzester Zeit 1 Million Soldaten mobilisieren. Das ist genau meine Absicht. Wir ziehen uns hinter die Elbe zurück, überlassen West- und Süddeutschland, und das sage ich als Schwabe, seinem Schicksal. Dann greifen wir Polen an, werfen es nieder und gründen einen Oststaat. Das ist Desperadopolitik, Herr Kriegsminister. Bislang scheint einzig Generalleutnant Gröner auf meiner Seite. Ich betone nochmals, die Nationalversammlung wird sich für eine Unterzeichnung unter Protest aussprechen und das Kabinett zurücktreten. Vermutlich werde ich dann zum Ministerpräsidenten und zum Wehrminister gleichzeitig ernannt. Kann ich damit rechnen, dass Sie dann hinter mir stehen? Das ändert die Lage grundsätzlich. Mit Freuden würden wir, ja, die ganze Truppe zu einem Direktorium Noske stehen. Der Name Noske hat bei uns allen einen guten Klang. Würden Sie zustimmen? Wir würden zustimmen, bis auf die Schmachparagraphen. Eine Anerkennung der alleinigen Kriegsschuld und eine Auslieferung des Kaisers und des Generalfeldmarschalls, ja sogar Ludendorffs, kommt für mich nicht in Frage. Auch ich und meine Regierung sind hier mit Ihnen einer Meinung. Eine Diktatur Noske wäre somit die beste Lösung. Die Rettung Deutschlands liegt jetzt in Ihren Händen, Herr Reichswehrminister. Ich muss Sie nun leider verlassen, meine Herren. Ich werde dringend in der Fraktion erwartet. Wenn die den Schmachparagraphen zustimmen, müssen die eben verschwinden, die Dreck am Stecken haben. Dann werden wir uns gegen die Regierung stellen. Meine Herren, das sollten wir im kleinen Kreis besprechen. Es wäre zwar energisch, wenn 15 Männer sich an die Spitze stellten und den Friedensvertrag ablehnten. Sie können aber nichts ausrichten, wenn 60 Millionen Memmen hinter ihnen stehen. Das Volk ist verhungert, verlumpt und ohne jede Moral. Jeden Widerstand ist unfähig. Wir müssen unter Protest unterzeichnen. Ich schlage ebenfalls die Unterzeichnung unter folgenden Vorbehalten vor. Keine Anerkennung der Alleinschuld, keine Auslieferung, Verwahrung gegen koloniale Unfähigkeit, nach 2 Jahren Revision durch den Völkerbund. Diese Debatte ist fruchtlos, sinnlos, zwecklos, meine Herren. Mit mir ist es nicht zu machen. Herr Reichspräsident, hiermit erkläre ich meinen Rücktritt. Ich habe vor der Nationalversammlung und dem ganzen deutschen Volke erklärt, die Hand müsse verdorren, die diesen Vertrag unterschreibe. Dazu stehe ich nach wie vor. Ich muss mich dem Herrn Minister des Äußeren anschließen. Ich sehe keine andere Lösung mehr. Ganz meine Meinung. Ich bin geneigt, ebenfalls zurückzutreten. Haben Sie sich das reiflich überlegt, Herr Scheidemann? Ich zeige hiermit die Demission des Kabinetts an.
Ich erkläre mich mit der Demission des Kabinetts einverstanden. Die Situation wird dadurch bedeutend geklärt. Ich selbst trete allerdings nicht zurück. Ich bitte die zur Demission bereiten Minister in mein Arbeitszimmer und möchte betonen, wenn bis 11 Uhr vormittags kein neues Kabinett gebildet ist, trete ich auch zurück. Nein, Fritz. Dann regieren die Ja-Sager, die Unabhängigen. So weit wird es nicht kommen. Scheidemann hat seine Drohung wahrgemacht. Er ist zurückgetreten. Schade. Und Landsberg, wie ich höre, auch. Gustav, so leid es mir tut, ich kann dich nicht auch noch zum Ministerpräsidenten ernennen. Aber Fritz, wir müssen doch jetzt endlich durchgreifen. Wir beide haben doch die Schweinerei satt. Nur eine Diktatur kann uns noch retten. Ich hab's der Truppe versprochen! Dann zerbricht die Partei endgültig. Mehr noch. Du weißt, wie provozierend inzwischen dein Name in der Arbeiterschaft wirkt. Ich habe keine Angst vor denen. Man muss mit Aufständen rechnen. Generalstreik, Chaos, Bolschewismus. Nein, das können wir uns nicht noch einmal leisten. Du willst mich also loswerden? Nein. Du hältst deinen Posten als Reichswehrminister und sparst dich auf für noch schwierigere Situationen. Ich hoffe, ich kann das der Truppe vermitteln. Und wer wird dann Reichskanzler? Meine Herren von der Presse, es ist nicht die Stunde vergangenen Zeiten nachzutrauern. Den Rücktritt Scheidemanns kann ich nur zutiefst bedauern. Graf Brockdorff-Rantzaus Gründe, das Vaterland in schwerer Stunde allein zu lassen, bleiben uns allen verschlossen. An uns, an Ihnen, dem neu ernannten Kabinett liegt es jetzt, Deutschland aus tiefer Verzweiflung in eine bessere Zukunft zu führen. Einem Kabinett, das durch die Weigerung der Unabhängigen und der Demokraten Regierungsverantwortung zu übernehmen, von den Kommunisten möchte ich in diesem Zusammenhang gar nicht reden, nur noch aus Männern des Zentrums und der SPD besteht. Ich darf nun Herrn Ministerpräsidenten Gustav Bauer bitten, die von ihm ernannten Minister zu bestellen. Danke, Herr Reichspräsident. Zu meinem Stellvertreter und Minister für Finanzen ernenne ich Herrn Matthias Erzberger vom Zentrum. Für Auswärtiges Herrn Hermann Müller, SPD. Für Inneres Eduard David, ebenfalls SPD. Für Wehr Gustav Noske, SPD. Und für Post Johann Giesberts, Zentrum. Und Dr. Johannes Bell, Verkehr und Kolonien, Zentrum. Verzeihung, Herr Ministerpräsident, aber mein Amt hat gerade einen Funkspruch erreicht. Auf Befehl von Konteradmiral von Reuter hat sich die deutsche Flotte vor Scapa Flow selbst versenkt. Hast du das gewusst? Nee, keine Ahnung. In Müllers Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Ich auch nicht. Höpfchen, es gibt Arbeit. Deutschland hat neue Helden. In mein Büro, aber Tempo. Wurden unter seinem Befehl die neuesten und stärksten Schiffe der deutschen Hochseeflotte, die seit dem 9. November 1918 in dem nordschottischen Hafen Scapa Flow. Wie schreibt man das, Chef? Siegfried Cäsar Adolf Paula Adolf, neues Wort, Fritze Ludwig Otto Wilhelm, interniert waren, versenkt. Dabei wurden viele getötet oder verwundet. 1860 tapfere deutsche Männer, Offiziere und Mannschaft wurden in britische Gefangenenlager verschleppt. Diese Männer sind Helden. Selbstversenkung der deutschen Flotte. Kreuzzeitung Extrablatt. Die Helden von Scapa Flow. Kreuzzeitung Extrablatt. Für mich nicht. Gesegnete Mahlzeit.
Nicht böse sein, Freunde. Ich ziehe mich besser zurück. Aber bitte genießt den Abend. Als ob alles Leben im Innern meiner Seele erstorben wäre. Ich habe heute Nachmittag Müller getroffen. Er sagte, wenn Erzberger nicht anders beseitigt würde, wolle er selbst hingehen und ihn mit einem Knüppel totschlagen. Müller? Der Neue vom Äußeren? Nein, August Müller vom Wirtschaftsrat. Ich fürchte, dass Erzberger das Schicksal Liebknechts wird teilen müssen. Allerdings, ja bitte, ich möchte jetzt wirklich mit Max und meinen Gedanken allein sein, Gors. Und ich möchte wirklich nicht stören. Es ist nur, weil Sie heute das Bild bezahlen wollten und ich mal wieder vollkommen blank bin, Harry. Verzeihung, mein Freund, das habe ich vergessen. Daher schlage ich der Nationalversammlung vor, dem Friedensvertrag von Versailles zuzustimmen. Verrat! Das ist Allerdings unter dem Vorbehalt, dass Deutschland nicht anerkenne, alleinige Urheber des Krieges zu sein und dass wir auch sogenannte Kriegsverbrecher nicht ausliefern werden. Das ist die Mehrheit. Damit ist der Antrag der Regierung angenommen. Matthias? Matthias! Eine Katastrophe. Was? Die Alliierten akzeptieren unsere Vorbehalte nicht. Sie fordern die Unterzeichnung binnen 24 Stunden, sonst gibt's Krieg. Wenn wir die Schmachparagraphen akzeptieren, kommt es zum Putsch. Die Truppe jagt uns dann davon. Ich selbst habe bis jetzt ausgeharrt. Mein Instrument, das zur Aufrechterhaltung der Ordnung geschaffen wurde. Die Reichswehr ist kaputt. Dann ist meine Mission zu Ende. Ich trete zurück. Lass die Franzosen kommen. Herr Ebert, Generalleutnant Gröner, bitte. Schön, Ihre Stimme zu hören, Herr Generalleutnant. Herr Reichspräsident? Man verlangt von uns die bedingungslose Unterzeichnung. Welche Haltung wird die Truppe dazu einnehmen? Ein Kampf ist in unserer Situation aussichtslos. Wenn Herr Noske die Führung unseres Volkes übernimmt und einen Aufruf an die Reichswehr erlässt, der jeden Soldaten verpflichtet, auf seinem Posten zu bleiben. Hermann, hol Gustav zurück. Was ist mit General Lüttwitz? Er wird sich uns wohl oder übel anschließen müssen. Gustav, unser Volk braucht dich. Komm. Reichswehrminister Noske hat versprochen, auf seinem Posten zu bleiben. Also, was soll ich tun, Herr General? Nicht als Generalquartiermeister, sondern als Deutscher gebe ich Ihnen den Rat, unterschreiben Sie. Halten Sie sich noch raus. Wie immer. Herr Generalfeldmarschall. Der Vorschlag, den ich Ihnen im Namen meines Kabinetts machen muss, heißt bedingungslose Unterzeichnung. Ehrlose Bande von Novemberverbrechern! Uns trennen nur noch knappe 4 Stunden von der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten. Einen Krieg können wir nicht verantworten, selbst wenn wir Waffen hätten. Wir sind wehrlos. Wehrlos, aber nicht ehrlos. George, langsam nicht so.
Silence! Silence, s'il vous plaît! Quiet, please! Faites entrer les Allemands. S'assoit. Hinsetzen! Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir das Schicksal Deutschlands in die Hand nehmen, meine Herren. Das denke ich auch. Meine Truppe steht zur Verfügung. Wenn ich die Verhandlungen geführt hätte, dann würde das Vaterland heute anders dastehen. Aber jetzt ist es, wie es ist. Und so werden wir kämpfen. Dans ces circonstances, j'ai pris messieurs les plénipotentiaires allemands de bien vouloir signer le présent accord. Sitzen bleiben! Unter diesen Umständen hat Präsident Clemenceau die Ehre, die deutschen Bevollmächtigten zu bitten, den vorliegenden Vertrag zu unterzeichnen. In these circumstances, I request the German plenipotentiaries to affix their signatures to the present treaty. Was ist jetzt? Worauf warten Sie? Sie glauben, Deutschland zu vernichten, aber sie werden Europa zerstören. Exzellenz Helfferich, was verschafft mir die Ehre? Eine Schande. Eine Schande, dieses Versailles. Und wem haben wir es zu verdanken, Grabowski? Den Juden. Und? Wem noch? Den Sozialdemokraten. Den auch. Ich meine einen ganz speziellen. Erzberger? Den habe ich doch eingeseift, wo es nur ging, Exzellenz. Unsere Zeitung ist noch viel zu brav. Das muss anders werden. Zu brav? Wir machen eine ganze Artikelserie. Wir führen jeden Tag einen Hieb gegen dieses Schwein. Haben Sie verstanden? Selbstverständlich. Es muss rein korrupt, Verbrecher, Verräter, Vernichter. Alles klar. Möpschen zum Diktat? Und Sie fangen an mit Deutschlands Schmach, mit Versailles. Möpschen? Das wäre doch gelacht. Ja, Chef? Schreiben Sie. Der Herr Erzberger, der uns nach Versailles geführt hat, der während der Friedensverhandlung den Feinden seine Bereitwilligkeit zu erkennen gab, den Schand- und Knechtfrieden. Den Schand- und Knechtfrieden bedingungslos zu unterzeichnen. Und jetzt die Auslieferung. Und damit die Auslieferung des Kaisers und anderer deutscher Männer auf dem Gewissen hat, der aber in der Erkenntnis seines Werkes sich vor der Unterzeichnung seines Friedens zu drücken wusste. Und jetzt muss noch rein, dass er Jude ist. Aber er ist doch gar kein Jude, er ist katholisch. Ja und? Das ist Herr Erzberger, der sich eine unsaubere Vermischung politischer Tätigkeit und eigener Geldinteressen zum Vorwurf machen lassen muss, der auf all diese Anschuldigungen trotz schärfster Herausforderungen nicht klagt. Matthias, du musst klagen. Du musst. Ach, wer soll mir denn Recht geben? Bei den Richtern? Es geht noch weiter. Deshalb gibt es für das deutsche Volk nur eine Rettung. Überall im Lande muss mit unwiderstehlicher Gewalt der Ruf ertönen, fort mit Erzberger. Wir stehen und müssen fallen. Und fallen wehrlos dir zur Beute. Mondschwamm des Urwalds, frierst du heute. Oh, du Spötter dich! Und statt des Gifts
lernt plötzlich seinen Namen lallen. Er steht. Er steht! Wir müssen fallen. Fabriksirenen, Echo, Lichtsturz, die Fanfare. Ihre Dramen werden immer dramatischer, Becher. Mir fehlt wie immer der Bauch, Johannes. Und mir der Kopf. Und mir beides. Und mir die Form, nicht böse sein, Becher. Und ich brauche jetzt dringend was zu trinken. Ich weiß, was Sie jetzt fühlen, Becher. Aber es mangelt Ihnen nur an Erfahrung. Lehren Sie mich den Arbeiter kennen. Ich bin Vertrauensmann der Kommunisten in Thüringen, gnädige Frau. Für den Arbeiter, na, da ist die Revolution nur das Mittel, um zu Autos und seidenen Strümpfen zu kommen. Keine Ahnung, der Mann aber sich Arbeiterdichter nennt. Ich unterhalte mich mit Madame Durieux, Herr Görz. Mein Vater ist Arbeiter bei Borsig in Tegel. Und ich habe vor dem Krieg auch da geschuftet. Der Arbeiter, den Sie in Ihrem Stück beschreiben, entstammt bürgerlichen Morphinistenträumen, Sie Anwaltssöhnchen. Was erlaubt sich der Schnösel? Sie haben zum Zweikampf gefordert, also tragen Sie ihn auch aus. Manchmal möchte ich mich zugrunde lieben. Ich kann es auskosten in einem perversen und schlimmen. Einen Diebstahl begehen, um ins Gefängnis zu kommen. Mich aus Eigenliebe zu zerstören. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, Frau Wölke. Aber mein Sohn ist doch bei den Regierungstruppen gewesen und deswegen darf ich doch eine Hinterbliebenenrente erwarten. Regierungstruppen? Wie Regierungstruppen? Matrosendivision. Nee. Aber er ist doch fürs Vaterland gestorben, wie seine Brüder und sein Vater. Bei Ihrem Mann und den Brüdern ist das was anderes. Die sind im Krieg gefallen. Und diese Renten beziehen Sie ja. Aber die reichen doch vorne und hinten nicht. Jetzt hören Sie mal, Ihr Benno wurde in Abwehr eines hochverräterischen Unternehmens erschossen. Das war ein Akt der Strafverfolgung laut Noske-Erlass. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie dafür noch eine Rente kriegen. Der Nächste. Unglaublich, diese Leute. Ehrlos sind Sie, diese Verbrecher. Ich muss Sie bitten, meinen Rat zu befolgen und Berlin zu verlassen. Man wird versuchen, auch Exzellenz vor ein Kriegsgericht zu stellen. Die sollen nur kommen. General, ich glaube, Sie verkennen die Lage. Aber wir haben vorgesorgt. Exzellenz, Sie werden gut untergebracht sein. Unsere Organisation Landkinder wird alle verfolgten Offiziere schützen und verstecken. Eine Schmach ist das. Wir haben auch Waffenverstecke angelegt. Geheime Einwohner wären und Zeitfreiwillige organisiert. Wir werden nicht wehrlos sein. Und unsere Freikorps? Noske hat versprochen, dass sie bleiben dürfen. Noske hat auch die Diktatur versprochen und nichts ist passiert. Die können alle nicht strategisch denken. Österreich-Ungarn ist zertrümmert. Mit den Bolschewisten in Russland können wir uns verbünden. Die Amerikaner verziehen sich bald. Bleiben nur England und Frankreich. Und mit denen werden wir alle mal fertig. Herr Minister! Herr Erzberger, leben Sie noch? Da kann dieser Helfrich gegen mich hetzen, so viel wie er mag. Und 10-mal behaupten, dass mit meinem neuen Gesetz nur die Reichen besteuert werden. Kriegsgewinnler sind das, die ihr Geld auf den Schultern... Es ist etwas Schreckliches passiert, meine Herren. Was ist denn, Johann? Du lebst. Gott sei Dank. Wieso? Was ist denn? Dein Büro haben sie in die Luft gesprengt. Du brauchst Schutz. Eine Leibgarde, die werden es wieder probieren. Was dir das nützen? Die Kugel für mich ist schon längst gegossen. Und wenn die richtig wollen... Wir nehmen den Kampf auf. Und ich sage es ganz offen, dass es so gekommen ist,
ist zu einem erheblichen Teil auch Schuld des Kaisers selbst. Deutschland hatte 4 Jahre lang während des Krieges, das kann man heute offen aussprechen, überhaupt keine Regierung, sondern eine Militärdiktatur. Es gab mehrmals tatsächlich Friedensmöglichkeiten, doch sie wurden vereitelt. Unter tatkräftiger Mithilfe der Konservativen. So 1917. Selbst der Papst bat uns darum. Eine präzise Erklärung zur Unabhängigkeit Belgiens hätte genügt. Doch 4 Wochen gibt man keine Antwort. Und was tritt an deren Stelle? Eine neue militärische Kraftanstrengung. Und danach ist mein Bub gefallen. Deutschland ist mit offenen Augen in den Tod gerannt. Wir haben es satt, von rechts als die Urheber des Endes bezeichnet zu werden. Der Frieden musste geschlossen werden, um die Einheit des Reiches zu retten. Aber Sie haben den Krieg verloren, weil Sie leichtfertig den Frieden des Ausgleichs weggeworfen haben, als es noch möglich war. Und als es zu spät war, da erklärte uns Ludendorff, dass der militärische Widerstand restlos erledigt sei, dass sofort Frieden geschlossen werden müsste. Sie sind schuld! Sie sind schuld! Sie sollen ruhig sein, verdammt nochmal! Die Regierung Max von Baden hat nur einen einzigen Fehler gemacht. Sie hätte nicht mich hinschicken sollen nach Compiègne, sondern Ludendorff und ihm sagen sollen, schließe du den Waffenstillstand ab. Dann wäre klar gewesen, nicht die Revolution, sondern er und Sie sind schuld am Zusammenbruch. Das gibt's doch gar nicht! Wir haben für Ihre Schuld gebüßt. Diese Schuld werden Sie niemals los. Herr Erzberger. Ja, bitte? Verzeihen Sie nur einen Augenblick. Auch ich habe einen Fehler gemacht. Ach ja? Ich habe Sie immer für einen Feigling gehalten. Ihre Finanzpolitik halte ich nach wie vor für die falsche, aber für diese Rede gebührt Ihnen mein ganzer Respekt. Das ist ja mehr als ein Ritterschlag, Graf. Ich danke Ihnen. Wir müssen uns bei dieser Steuerreform im Klaren darüber sein, dass wir in eine neue Zukunft hineinwachsen. War in der Monarchie Besitz und Erwerb zum Selbstzweck geworden, so muss in dieser Zukunft der Gesichtspunkt zur Geltung kommen, dass der Mensch Ausgangspunkt und Zielpunkt aller wirtschaftlichen Tätigkeit ist. Mit kurzen Worten gesagt, das Privateigentum findet Begründung und Begrenzung durch das Sozialinteresse. Also hat das Interesse des gesamten Volkes dem Interesse des Einzelnen vorzugehen. An dir ist ein Sozialdemokrat verloren gegangen. Und wir die Interessen des Volkes nicht vertreten, wer dann? Die Sozialdemokraten haben ihren Auftrag schlichtweg vergessen. Wird mit morgigem Tag das Heer auf 100.000 und die Marine auf 15.000 Mann reduziert. Damit ist der Frieden von Versailles nach hartem Ringen 1 Jahr und 50 Tage nach dem Waffenstillstand von Compiègne von deutscher Seite ratifiziert. Stimmt so. Extrablatt, Auslieferung des Kaisers von Holland abgelehnt. Extrablatt, aus... Dankeschön. Extrablatt, Auslieferung des Kaisers von Holland abgelehnt. Extrablatt, Auslieferung des Kaisers von Holland abgelehnt.
Generaldirektor Stinnes hat unser Freikorps maßgeblich unterstützt. Erfreut. Generaldirektor Hogenberg von der Nationalen Presse und der UFA. Die Sie, Exzellenz, vor 2 Jahren gegründet haben. Hätte mir mal schon früher einfallen sollen. Propaganda ist das Wichtigste. Freut mich. Unseren Erzberger Fresser, Exzellenz Helfferich von der Deutschen Nationalen Volkspartei, brauche ich Ihnen wohl nicht vorzustellen. Herrn Geheimrat von Berger kennen Sie auch schon? Exzellenz. Herr Staatskommissar. Kapitän Canaris, Nachrichtendienst. Korvettenkapitän Erhard, Führer der Brigade Erhard. Meine Herren. Herr Generallandschaftsdirektor Kapp, Aufsichtsrat der Deutschen Bank, ist Ihnen auch bestens bekannt. Guten Abend. Guten Abend. Und nicht zuletzt General Freiherr von Lüttwitz, ranghöchster amtierender General. Nach Ihnen, Exzellenz, nach Ihnen. Wen meinen Sie, mich? Charles Newman? Ich bin nur Zivilist. Meine Herren, ich würde vorschlagen, wir gehen nach nebenan. Im Grunde ist die Zeit nichts. Auch die Ereignisse sind nichts. Nur die Form und das Tempo des Seelischen sind etwas. Und das ist unberührbar. In menschlichen Grenzen ewig. Und der Frieden? Der Krieg ist zu Ende, Max. Aber für Europa beginnt eine furchtbare Zeit. Da zieht eine Vorgewitterschwüle herauf, die in einer wahrscheinlich noch furchtbareren Explosion als der Weltkrieg enden wird. Der Spartakismus ist besiegt. Die Sozialdemokratie hat in Versailles gründlich versagt. Es ist an der Zeit, Ihnen die Rechnung zu präsentieren. Und die muss hoch ausfallen. Sehr hoch. Schädlinge gibt es nicht nur in der Sozialdemokratie. Wir werden sie bekämpfen, diese Schädlinge, alle. Das war Ihr letzter Schmachfrieden.